Herzlich willkommen in London. Wir sind hier im Hyde Park und sind heute einem sehr einflussreichen Gebäude auf der Spur. Aber, wie ihr seht ihr nichts. Wenn man aber, wie Mathieu, sein Handy zur Hand nimmt und eine Augmented Reality App, sieht man deutlich mehr. Genau hier stand nämlich mal der berühmte Crystal Palace. Es war hier an dieser Stelle, wo Queen Victoria am 1. Mai 1851 die Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations eröffnete. Die treibende Kraft hinter diesem Projekt war ihr Mann, Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha. Bei dem Projekt ging es darum, dass alle Nationen die Gelegenheit haben sollten, ihren technologischen Fortschritt zu präsentieren. Natürlich nicht ohne dabei die Vorreiterrolle Großbritanniens zu betonen. Diese Ausstellung wurde dann Vorbild für alle weiteren Weltausstellungen. Und für diese Ausstellung braucht es natürlich ein würdiges Gebäude. Das sollte gleich mehrere Kriterien erfüllen. Es musste natürlich groß genug sein. Es sollte aber auch temporär sein, schnell aufgebaut werden, nicht zu viel Geld kosten und vor allem sollte es auch den Baumbestand hier im Park schützen. Ein ganz schön schwieriges Unterfangen. Nach einigem Hin und Her entschied man sich für den Vorschlag von Joseph Paxton. Das ist überraschend, denn Paxton war weder Architekt noch Ingenieur. Er kam aus dem Gartenbau. Dort hatte er sich aber durch den Bau von innovativen Gewächshäusern einen Namen gemacht. Gewächshäuser, wie hier hinter mir das Nash Conservatory in den Kew Gardens, gehörten im 18. und 19. Jahrhundert zu den Must-Haves der Aristokratie. Ihr ursprünglicher Zweck war es, exotische Pflanzen durch den harten europäischen Winter zu bringen. Mit der Zeit wurden die Gewächshäuser immer größer. Jetzt ging es nicht mehr nur noch darum, Pflanzen unterzubringen, sondern auch darum, in diese exotische Welt eintauchen zu können. Die Gewächshäuser wurden zur immersiven Architektur. Ein typischer Bewohner der Gewächshäuser dieser Zeit sind die Victoria-Seerosen. Die Struktur ihrer Blätter dient angeblich Paxton als Vorbild für die statische Struktur des Crystal Palace. Der Crystal Palace sollte das erste Gebäude sein, das dieses immersive Erlebnis der fernen Welten auch für die breiten Massen zugänglich machte. Und dafür brauchte es neue Verfahren, um so ein Gebäude in der Größe überhaupt erst herstellen zu können. Das ging durch Paxtons Vorschlag der flexiblen Struktur von Eisenstützen in Zusammenarbeit mit dem erst seit neuestem im D-Maßstab produzierbaren Flachglas. Neun Monate nach Beginn der Planungen war das zunächst der Great Shalimar genannte Gebäude fertig. Und es war riesig. 563 Meter lang, 138 Meter breit, 33 Meter hoch, sodass darin ganze Bäume Platz fanden. Der Name Crystal Palace war zunächst nur ein Spitzname und setzte sich erst später als Name für das Gebäude durch. Als am 15. Oktober 1851 nach etwa 6 Monaten die Ausstellung wieder schloss, hatten sie etwa 6 Millionen Besucher gesehen. Das war auch ein finanzieller Erfolg und so konnten aus den Geldern das Science Museum, das Museum of Natural History und das Victoria and Albert Museum gegründet werden, die auch hier in der Nähe angesiedelt sind. Nach Ende der Ausstellung wurde Crystal Palace demontiert und seine Teile ins 12 Kilometer südlich von hier liegende Sydenham transportiert, das heute als der Stadtteil Crystal Palace bekannt ist. Nämlich genau hierhin. Und wie ihr seht, seht ihr wieder nichts. Und um der Geschichte des Crystal Palace auf den Grund zu gehen, gehen wir jetzt in dieses kleine Museum hinter uns.
Für den Wiederaufbau des Crystal Palace in Sydenham wurde das ganze Material des ursprünglichen Gebäudes im Hyde Park wiederverwendet. Allerdings wurde das Gebäude etwas verändert. Die zentrale Galerie in der Mitte wurde erhöht und mit einem neuen Tonnengewölbe überdacht. Zusätzlich wurden 2 ebenfalls mit Tonnengewölben überdachte Querschiffe gebaut. Außerdem wurde das Gebäude um 2 neue Seitenflügel und 2 sehr hohe Wassertürme ergänzt. Die beiden Wassertürme versorgten die Wasserspiele im riesigen unterhalb des Palasts angelegten Park. Zu diesem Park gehörte auch eine ausgedehnte Terrassenanlage, die den Kristallpalast auch noch mal viel höher und dramatischer wirken ließ. Auf einer dieser Terrassenanlage, der italienischen Terrasse, sitzen wir gerade. Typisch für die frühen Weltausstellungen ist dieser universalistische, auch stark kolonialistisch gefärbte Blick auf die Welt. Der Crystal Palace sollte eben nicht nur die neuesten technischen Innovationen beherbergen, sondern eben auch Elemente aus der ganzen Welt und den Blick in die Vergangenheit. Und so gab es zum Beispiel einen assyrischen Hof, ein pompeianisches Haus, einen griechischen Hof und, auch Ausdruck der damaligen Ägyptomanie, einen ägyptischen Hof. Darüber hinaus gab es auf der Parkseite, jeweils die Eingänge zum Crystal Palace flankieren, verschiedene Paare von Swingen. Das Original dieser Sphinx ist die große Sphinx von Tanis im Louvre. Sie trägt die Namen verschiedener ägyptischer Herrscher und ihr wurde damals 1850 die Farbe gegeben, die sie jetzt heute auch wieder nach einer aufwendigen Restauration bekommen haben. Diese Sphinx sind aber nicht das einzige altägyptische Element, das man im Crystal Palace bestaunen konnte. So gab es im nördlichen Querschiff Nachbildungen der Kolossalstatuen von Ramses II. Der Crystal Palace und der Park waren von Anfang an ein richtiger Publikumsmagnet. Trotzdem ließen sich die Betreiber immer wieder neue Attraktionen einfallen, um noch mehr Besucher in die Anlage zu locken. All diese Bautätigkeit hatte aber seinen Preis. Während der ursprüngliche Palast in Hyde Park 150.000 Pfund gekostet hat, schlug der Umzug nach Sydenham mit all den Parkanlagen mit 1,3 Millionen zu Buche. Einer Schuldenlast, die trotz Publikumzuspruchs nie wieder eingespielt werden konnte. Die finanziellen Belastungen wurden durch 2 Unglücke noch verstärkt. 1861 zerstörte ein Sturm den nördlichen Seitenflügel, 1866 entbrand auch noch den nördlichen Teil des Palastes, der dann mitsamt der Querhalle abgetragen werden musste. An seiner Stelle entstanden ein kleiner Park und ein Aquarium. Das Festival of Empire, das anlässlich der Krönung von König George V. 1911 stattfand und bei dem sich die Länder des Britischen Empires in der Parkanlage präsentierten, bildete ein vorläufiges Ende für den Crystal Palace. Die Betreibergesellschaft musste Konkurs anmelden und der Palast und der Park wurden versteigert. Unter neuem Management und wechselnden Nutzungen lief der Betrieb bis 1936 weiter. Bis zum 30. November, als in einem Garderobenraum ein Feuer ausbrach, das sich schnell auf den gesamten Palast ausdehnte und das trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Innerhalb von wenigen Stunden war der Palast fast komplett zerstört. Leider war der Crystal Palace aber nicht ausreichend versichert und wurde deshalb nie wieder aufgebaut. Obwohl das Gebäude selbst verschwunden ist, kann man sagen, dass der Crystal Palace eines der einflussreichsten Gebäude der modernen Architekturgeschichte ist. So geht zum Beispiel die Idee der Unabhängigkeit von Struktur und Fassade, eine der zentralen Ideen der modernen Architektur, auf den Crystal Palace zurück. Spätere Weltausstellungen sind von diesem Prinzip des immersiven Gebäudes, das alles unter einem Dach beherbergt, wieder weggegangen und die einzelnen Themen sind dann eher in einzelnen Pavillons präsentiert worden. Die Idee des immersiven Gebäudes ist in der Entwicklung der Architektur aber präsent geblieben, so zum Beispiel bei Shopping Malls oder bei kulturellen und Freizeitgebäuden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Centre Pompidou. Aber ganz spurlos verschwunden ist der Palast nicht. So ist zum Beispiel das Museum, in dem wir vorher waren, noch Teil der ursprünglichen Anlage. Und auch diese Säule hier zwischen uns ist Teil der ursprünglichen Konstruktion aus Eisenstützen.
Und sie steht zwar vielleicht nicht ganz am Originalplatz, aber sie hat noch ihre Originalfarbe. Jetzt mag sich der ein oder andere vielleicht fragen, wie so ein Palast, der eigentlich nur aus Eisen und Glas besteht, eigentlich brennen konnte. Dabei vergisst man dann aber, dass zum Beispiel der ganze Boden aus Holz bestand und dass das Feuer in einer Ecke ausgebrochen ist, wo die ganze Konzertbestuhlung gelagert war. Und das hat so eine Hitze entwickelt, dass dann sogar das Eisen ganz weich geworden ist. Was wir hier sehen, ist ein wiederaufgebautes Modul der ursprünglichen Eisenkonstruktion des Palasts. Und was man an diesem Modul vielleicht auch ganz gut sehen kann, ist, dass der Crystal Palace zwar wahnsinnig einflussreich in der Architekturgeschichte und für viele nachfolgende Bauten war, das aber eher durch technische Innovation und weniger durch stilistische Raffinesse und kunstgeschichtliche Weiterentwicklung. Auf dem Areal des 1866 durch den Brand zerstörten Nordteil des Palasts wurde ein Aquarium errichtet, von dem hier noch Überreste zu sehen sind. Ein Großteil davon ist aber in den 1950er Jahren durch einen Funkturm überbaut worden. Vom Freizeitpark um den Crystal Palace herum haben sich auch einige Elemente erhalten. Zum Beispiel The Maze hier, ein Irrgarten, der zu den größten Großbritanniens zählt. Das wahrscheinlich bekannteste Relikt des Crystal Palace Parks sind die Crystal Palace Dinosaurs. Die entsprechen vielleicht nicht mehr in allen Punkten dem aktuellsten Stand der Wissenschaft, sind deswegen aber nicht weniger aufregend. Das Crystal Palace Gelände wurde ursprünglich von 2 Bahnhöfen erschlossen. Nicht zeigen können wir euch die High Level Station hier an der Crystal Palace Parade. Von der ist nämlich nur noch eine Fußgängerunterführung übrig und die ist gerade wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Der zweite Bahnhof, die Low Level Station, hört heute auf den Namen Crystal Palace. Und erinnert so, wie auch der ganze Stadtteil, der Sportclub und die verschiedenen Sportanlagen, zumindest mit dem Namen noch, an den Crystal Palace. Und weil der Bahnhof auch noch in Betrieb ist und hier Züge losfahren, steigen wir jetzt in einen ein und verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.